Willkommen und schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dass du zuhörst. Vielleicht bist du gerade unterwegs, vielleicht sitzt du zu Hause mit einem Kaffee. Egal wo du bist, ich möchte heute über etwas sprechen, das viele Menschen kennen, aber selten laut sagen. Dieses leise Gefühl der Einsamkeit, wenn man in einem neuen Land ankommt. Am Anfang sieht alles aufregend aus. Neue Straßen, neue Menschen, neue Gerüche. Alles wirkt größer, lauter, interessanter. Du gehst durch die Stadt und alles ist anders. Sogar das Licht. Die Bäckerei an der Ecke, die Geräusche auf der Straße, die Gesichter in der U-Bahn. Und doch, mitten in all dem neuen Leben ist da eine Stille, die du nicht erwartet hast. Es ist komisch, oder? Du bist umgeben von Menschen, aber du fühlst dich allein. Nicht, weil dich jemand meidet, sondern weil du plötzlich merkst, dass du nirgendwo dazugehört. Nicht mehr ganz da, wo du herkommst, aber auch noch nicht hier. Du bist dazwischen. Einsamkeit beginnt nicht erst dann, wenn man wirklich allein ist. Sie beginnt oft früher. Sie zeigt sich in diesen kleinen Momenten, in denen du etwas erzählen möchtest, aber niemand da ist, der dich versteht. Oder wenn du im Supermarkt stehst und nicht sicher bist, wie man etwas richtig ausspricht. Wenn du versuchst zu lächeln, aber das Gefühl hast, das Lächeln kommt nicht ganz an. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich in einem neuen Land einkaufen war. Ich wollte nur Brot kaufen. Ganz einfach. Aber es war plötzlich nicht mehr einfach. Ich stand vor einem Regal mit 20 Sorten Brot und wusste nicht, welches das Richtige war. Die Verkäuferin fragte etwas, ich verstand nur die Hälfte und am Ende nickte ich einfach. Ich lächelte, bezahlte und ging hinaus mit einem Brot, das ich gar nicht mochte. Und draußen dachte ich, das war doch nichts Besonderes. Und trotzdem fühlte es sich schwer an. Solche Momente summieren sich. Sie sind klein, aber sie verändern den Tag. Du kommst nach Hause, legst die Einkäufe hin und merkst, dass niemand fragt, wie es war. Niemand wartet. Und die Wohnung ist still. Nicht unfreundlich still, einfach leer. Ich glaube, das ist das, was viele nicht sehen. Einsamkeit in einem neuen Land hat nichts mit Stärke oder Schwäche zu tun. Sie ist einfach da. Sie entsteht, wenn du versuchst, in einer Sprache zu leben, die du noch nicht ganz fühlst. Wenn du lachen willst, aber erst überlegen musst, ob du das Wort richtig kennst. Wenn du Menschen siehst, die selbstverständlich miteinander reden und du merkst, wie weit du davon entfernt bist. Am Anfang denkst du vielleicht, das geht vorbei. Du bist beschäftigt, alles ist neu und du versuchst positiv zu bleiben. Aber irgendwann merkst du, dass die Tage stiller werden. Du sprichst weniger, weil du müde wirst vom Übersetzen im Kopf. Du gehst weniger raus, weil du dich fremd fühlst. Und dann beginnt diese innere Pause, eine Mischung aus Ruhe und Leere. Doch das Seltsame ist, diese Einsamkeit hat auch etwas Ehrliches. Sie zeigt dir, wie viel Kontakt eigentlich bedeutet, wie sehr Sprache, Gesten, kleine Gespräche das Leben tragen. Du merkst, dass das, was du früher nie beachtet hast, ein Hallo im Treppenhaus, ein Lächeln von der Nachbarin, plötzlich fehlt. Und du beginnst, diese kleinen Dinge zu vermissen. Ich erinnere mich an einen Nachmittag, an dem ich einfach durch die Straßen gelaufen bin. Kein Ziel, kein Plan. Ich hörte Menschen reden, lachen, telefonieren. Ich verstand vielleicht jedes dritte Wort, aber das reichte, um mich lebendig zu fühlen. Nur zuzuhören. Das war schon etwas. Und in diesem Moment habe ich gemerkt, dass Einsamkeit nicht immer dunkel ist. Manchmal ist sie einfach still. Sie zwingt dich zu beobachten, zu fühlen, zu warten. Ich glaube, viele kennen dieses Gefühl, auch wenn sie es nicht so nennen. Es ist diese Mischung aus Sehnsucht und Müdigkeit. Du willst dazugehören, aber du weißt nicht wie. Du willst Nähe, aber du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Und in dir wächst dieses leise Ich bin hier, aber irgendwie noch nicht angekommen. Was hilft, ist das anzunehmen. Nicht dagegen zu kämpfen, sondern es zuzulassen. Denn Einsamkeit ist auch ein Teil des Ankommens. Sie gehört zum Anfang dazu, so wie Unsicherheit, so wie Stille. Wenn du das verstehst, wird sie leichter. Nicht weg, aber leichter. Mit der Zeit lernst du dich darin zu bewegen. Du findest kleine Dinge, die den Tag heller machen. Ein freundlicher Blick an der Kasse, ein kurzer Gruß vom Nachbarn, ein Wort, das du plötzlich ohne Nachdenken sagen kannst. Diese Momente sind klein, aber sie sind der Anfang von Verbindung. Und das ist vielleicht das Wichtigste. Einsamkeit bedeutet nicht, dass du falsch bist oder dass etwas nicht funktioniert. Sie bedeutet nur, dass du zwischen zwei Welten stehst und gerade lernst, eine neue zu verstehen. Mit jedem Tag wird sie ein bisschen leiser. Nicht, weil sie verschwindet, sondern weil du stärker wirst.
Du beginnst dich wiederzufinden, Schritt für Schritt, in neuen Geräuschen, in neuen Worten, in neuen Gesichtern. Und wenn du genau hinhörst, merkst du, diese neue Welt ist nicht kalt, sie wartet. Sie testet dich ein bisschen, aber sie schließt dich langsam ein. Und eines Tages wirst du aufwachen und merken, dass du dich nicht mehr so fremd fühlst, dass du angekommen bist, nicht im Ort, sondern in dir. Aber bevor es soweit ist, muss man durch diese erste Zeit gehen, diese leise, unsichere, manchmal schwere Zeit. Und genau darüber möchte ich sprechen, wie diese Einsamkeit im Alltag aussieht. Nicht in großen Worten, sondern in kleinen Momenten, die jeder kennt, der einmal neu angefangen hat. Ein gewöhnlicher Tag in einem neuen Land beginnt oft ganz ruhig. Du wachst auf, schaust aus dem Fenster, siehst Häuser, Autos, Menschen. Alles wirkt vertraut, aber doch anders. Du weißt, wo du bist, aber dein Kopf fühlt sich leer an. Kein vertrautes Geräusch, kein bekanntes Lachen, kein Geruch von zu Hause. Nur Stille. Eine andere Art von Stille. Nicht laut, nicht traurig, einfach fremd. Du machst dir Kaffee wie immer. Die Bewegung ist die gleiche, aber das Gefühl ist anders. Der Geschmack erinnert dich an etwas, das fehlt, nicht an etwas, das da ist. Du überlegst, was du heute tun musst, aber alles dauert länger. Du musst jedes Wort, jede Richtung, jeden Plan neu denken. Sogar einfache Dinge wie Einkaufen, Bahnfahren, jemanden grüßen, fühlen sich an, als würdest du sie zum ersten Mal tun. Dann gehst du raus. Die Straßen sind sauber, die Menschen beschäftigt, das Leben läuft. Überall Stimmen. Gespräche, die wie Musik klingen, aber du verstehst nur Bruchstücke. Ein Lachen von rechts, eine schnelle Frage an der Kasse, ein kurzes Danke. Alles fließt an dir vorbei. Du hörst es, aber du gehörst nicht dazu. Es ist, als würdest du durch eine durchsichtige Wand schauen. Du bist nah dran, aber nicht drin. Im Supermarkt siehst du die gleichen Produkte, die du kennst, aber sie heißen anders. Du liest Etiketten, suchst nach Worten, die vertraut klingen. Manchmal verstehst du sie, manchmal nicht. Du willst einfach nur fertig werden, aber schon an der Kasse fühlst du wieder diesen kleinen Druck. Die Kassiererin sagt etwas, du verstehst das Ende nicht. Du nickst, sagst Danke, lächelst und gehst. Es dauert nur eine Minute, aber danach bist du müde, nicht körperlich, sondern innerlich. Das wiederholt sich jeden Tag. Kleine Situationen, in denen du dich anstrengst, um normal zu wirken. Ein kurzes Gespräch im Bus, ein Blick, ein Gruß, alles braucht Konzentration. Du beobachtest, wie andere reden, wie sie lachen, wie sie sich verstehen, ohne viel zu sagen. Und du denkst, wie einfach das aussieht, wie leicht sie sich bewegen. Früher war das auch bei dir so. Du hast geredet, ohne zu denken, gelacht, ohne zu übersetzen. Sprache war Luft. Du hast sie einfach benutzt, ohne sie zu bemerken. Jetzt ist sie schwer. Jedes Wort ist ein kleiner Stein, den du heben musst. Du überlegst, wie man etwas sagt, während du gleichzeitig zuhörst. Und das Gespräch zieht an dir vorbei, bevor du fertig bist mit Denken. Manchmal fühlst du dich wie ein Zuschauer deines eigenen Lebens. Du bist da, du funktionierst, aber du bist nicht wirklich Teil der Szene. Du gehst zur Arbeit oder zum Kurs, du nickst, du lächelst, du machst mit, aber in deinem Kopf läuft ein zweiter Film. Einer mit Untertiteln, die zu spät kommen. Und dann, wenn du nach Hause kommst, merkst du, wie still es ist. Kein Radio, das dich versteht. Keine spontane Stimme, die deinen Namen ruft. Nur du und diese neue Welt, die du langsam lernst. Einsamkeit im Alltag ist nicht immer laut. Sie versteckt sich in diesen kleinen Momenten, zwischen zwei Sätzen, zwischen einem Lächeln und einer Pause. Du sitzt im Bus, schaust aus dem Fenster und merkst plötzlich, dass niemand dich kennt. Niemand weiß, wer du bist, wie du denkst, was du liebst. Du bist für alle nur eine weitere Person im Strom. Und doch trägst du so viel mit dir. Mit der Zeit lernst du, wie still ein Tag sein kann, selbst wenn er voll ist. Du arbeitest, du lernst, du machst Dinge. Aber zwischen den Aufgaben bleibt diese Pause. Kein vertrautes Gespräch, keine gemeinsame Erinnerung, kein spontanes Lachen. Es ist, als würdest du Musik hören, aber der Ton fehlt. Diese Stille ist nicht böse, sie ist nur ungewohnt. Du versuchst sie zu füllen mit Nachrichten, Serien, Musik, aber am Ende bleibt sie. Nicht, weil du sie nicht los wirst, sondern weil sie ein Teil des Anfangs ist. Sie zeigt, dass du noch suchst, dass du dich noch einordnest. Ich erinnere mich an Abende, an denen ich durch die Stadt gelaufen bin. Überall Lichter, Stimmen, Bewegung. Ich ging langsam, ohne Ziel. Ich beobachtete Menschen in Cafés, Paare, Gruppen von Freunden. Ich dachte, so will ich mich auch fühlen, leicht, selbstverständlich zugehörig. Aber in diesem Moment war ich nur Beobachter.
Und das tat ein bisschen weh. Nicht tief, aber spürbar. Es gibt Tage, an denen du nichts sagst. Nicht, weil du nicht willst, sondern weil du keine Gelegenheit hast. Und wenn du dann plötzlich mit jemandem sprichst, auch nur kurz, merkst du, wie sehr dir Worte gefehlt haben. Wie schön es ist, wenn jemand dich anschaut und du verstehst, was er meint. Sprache ist der Schlüssel zu allem. Ohne sie bleibst du draußen. Sie ist nicht nur ein Werkzeug, sie ist eine Brücke. Eine Brücke zwischen dir und den anderen. Und am Anfang steht man oft noch am Rand, schaut hinüber, hört Stimmen, aber weiß nicht, wie man rüberkommt. Doch mit jedem Versuch baust du ein Stück dieser Brücke. Ein Hallo hier, ein kurzes Gespräch dort. Ein Fehler, ein Lächeln, eine Wiederholung. Es ist langsam, ja, aber es bewegt sich. Und eines Tages merkst du, du verstehst mehr. Du antwortest schneller. Du lachst zur richtigen Zeit. Du bist nicht mehr nur Zuhörer, du bist Teil des Tons. Die Sprache ist wie ein Rhythmus. Wenn du ihn einmal spürst, verändert sich alles. Der Tag bekommt wieder Bewegung. Du beginnst dich sicherer zu fühlen. Nicht, weil du perfekt sprichst, sondern weil du mutig bist. Aber bis dahin gibt es diese Zwischenzeit, die Zeit der Stille. Die Zeit, in der du lernst, dich in ihr wohlzufühlen. Sie ist unbequem, ja, aber sie ist auch ehrlich. Und genau dort in dieser Ruhe beginnt das echte Ankommen. Denn Ankommen ist nicht ein Moment, es ist ein Prozess. Und Sprache ist das Herz davon. Sie verbindet dich mit der Welt, Schritt für Schritt, Wort für Wort. Man sagt oft, Sprache verbindet Menschen. Und das stimmt, aber erst, wenn man sie wirklich fühlt. Am Anfang ist Sprache eher wie eine Mauer aus Glas. Du siehst hindurch, du verstehst vielleicht die Form der Wörter, aber du spürst sie nicht. Du hörst den Klang, erkennst die Struktur, aber du bleibst draußen. Worte sind da, aber sie gehören noch nicht dir. Manchmal verstehst du alles, jedes Wort, jeden Satz und trotzdem nicht das, was gemeint ist. Ein Kollege sagt etwas, lächelt, macht einen Scherz und du lächelst mit, aber du bist dir nicht sicher, ob es lustig war. Du lachst ein bisschen zu spät oder zu vorsichtig. Du merkst, der Sinn steckt nicht nur in den Wörtern, er steckt in der Melodie, im Rhythmus, im Ton. Sprache ist mehr als Grammatik. Sie ist Bewegung, Stimmung, eine Art Musik, die man lernen muss zu fühlen. Wenn du sie noch nicht kennst, hörst du zwar die Töne, aber nicht den Refrain. Und das macht dich unsicher. Du willst mitreden, aber du traust dich nicht. Du willst witzig sein, aber du weißt nicht, ob es ankommt. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem ich mit ein paar Leuten in der Pause saß. Alle redeten durcheinander, lachten, warfen sich kleine Sätze zu. Ich verstand vieles, aber nicht alles. Und ich merkte, dass Sprache auch Tempo hat. Sie läuft schnell, manchmal zu schnell. Ich wollte etwas sagen, aber während ich überlegte, war das Thema schon vorbei. Ich blieb still. Ich wollte nicht wieder diesen Moment, in dem alle freundlich warten und du suchst nach dem richtigen Wort. Und trotzdem, irgendwann kommt dieser eine Tag. Du bist entspannt, du denkst nicht zu viel und plötzlich sagst du etwas. Einen kleinen Kommentar, spontan, ohne zu planen. Und die anderen lachen. Nicht aus Höflichkeit, sondern wirklich. Es dauert nur eine Sekunde, aber du fühlst dich leicht. Du hast den Rhythmus getroffen. Du gehörst für einen Moment dazu. Solche kleinen Augenblicke sind wie kleine Inseln in einem langen Meer aus Unsicherheit. Du weißt, dass du noch nicht fließend bist, aber du spürst, dass du dich bewegst. Und das ist mehr, als man denkt. Sprache ist wie eine Haut. Sie schützt dich, sie verbindet dich, sie lässt dich spüren. Ohne sie bist du nackt, verletzlich. Jedes Missverständnis brennt ein bisschen. Jedes Schweigen fühlt sich kälter an. Aber mit der Zeit wächst etwas Neues. Du lernst, wie man klingt, wie man atmet, wie man reagiert. Du lernst nicht nur Wörter, du lernst Menschen. Es gibt Momente, in denen du plötzlich verstehst, was jemand gemeint hat. Nicht durch die Wörter, sondern durch die Art, wie er sie gesagt hat. Ein kleines Ach so, ein leises Naja, ein ehrliches Genau. Und du merkst, du bist ein Stich, nicht nur die Sprache, du verstehst das Gefühl dahinter. Das Schönste ist, wenn du beginnst, in dieser Sprache zu denken. Nicht alles zu übersetzen, nicht jedes Wort zu prüfen, sondern einfach zu reden. Vielleicht machst du Fehler, aber sie stören dich nicht mehr so. Du lachst über sie. Du erklärst dich mit Gesten, mit Augen, mit Pausen und auf einmal reicht das. Ich erinnere mich an mein erstes richtiges Gespräch, das sich leicht anfühlte. Kein Stress, kein Plan. Einfach zwei Menschen, die miteinander reden. Ich sprach langsam, aber ehrlich. Der andere hörte zu, lächelte, half mir, wenn mir ein Wort fehlte.
Und plötzlich war da kein Druck mehr. Nur Verständnis. Kein perfektes Deutsch, aber echte Nähe. Das ist der Moment, in dem Sprache zu einem Zuhause wird. Nicht, weil du sie perfekt beherrschst, sondern weil sie dich trägt. Du kannst wieder du selbst sein, auf eine neue Art. Am Anfang war sie ein Hindernis, dann wurde sie ein Werkzeug und irgendwann wird sie zu einem Teil von dir. Du beginnst dich in ihr wohlzufühlen. Du verstehst, wie Menschen hier sprechen, wie sie Dinge meinen, ohne sie auszusprechen. Du spürst, wann ein Satz ernst ist und wann nur leicht. Du hörst, wann jemand offen ist und wann er sich schließt. Und manchmal überrascht dich, wie sehr dich ein einzelnes Wort berühren kann. Ein freundliches Danke, ein echtes Wie geht's dir? Ein unerwartetes Schön, dich zu sehen. Es sind keine großen Sätze, aber sie öffnen etwas in dir. Sie zeigen dir, dass du angekommen bist. Zumindest ein bisschen. Natürlich gibt es auch Rückschritte. Tage, an denen du wieder nichts verstehst, an denen du dich dumm fühlst oder still bleibst. Aber du weißt, das gehört dazu. Du weißt, dass es besser wird. Sprache ist kein Ziel, sie ist ein Weg. Und mit jedem Schritt wird er vertrauter. Ich glaube, was die Einsamkeit mit der Zeit verändert, ist genau das. Sprache macht sie durchlässig. Sie baut keine Mauer mehr, sondern eine Tür. Du kannst sie öffnen, auch wenn sie manchmal klemmt. Und hinter ihr warten Gespräche, Begegnungen, neue Verbindungen. Eines Tages sitzt du in einem Café, bestellst etwas, redest kurz mit dem Kellner und du merkst, du denkst nicht mehr darüber nach. Es ist einfach passiert. Kein Druck, kein Zögern. Nur ein Moment von Normalität. Aber für dich ist er alles. Das ist vielleicht der Anfang vom Ende dieser Einsamkeit. Nicht laut, nicht plötzlich. Sie wird einfach leiser, weil du wieder Teil der Sprache wirst. Und mit der Sprache Teil der Welt um dich herum. Mit der Zeit verändert sich etwas. Nicht plötzlich, sondern still. Es ist schwer zu sagen, wann es beginnt. Vielleicht an einem Morgen, an dem du merkst, dass die Luft nicht mehr so schwer ist. Oder an einem Nachmittag, an dem du einfach durch die Straßen gehst und dich dabei ruhig fühlst. Nicht glücklich vielleicht, aber ruhig. Die Stille ist noch da, aber sie klingt anders. Früher war sie hart, fast schneidend. Jetzt ist sie weich. Sie tut nicht mehr weh, sie begleitet dich nur. Du spürst sie, aber sie lässt dir Platz. Du hast gelernt, dich in ihr zu bewegen. Am Anfang war jeder Tag eine kleine Prüfung. Jetzt ist er einfach nur ein Tag. Du wachst auf, machst dir Kaffee, gehst vielleicht spazieren oder arbeitest. Und plötzlich merkst du, dass diese neuen Gewohnheiten zu dir gehören. Der Kaffee aus dem kleinen Laden an der Ecke. Der Weg durch den Park, den du fast jeden Tag gehst. Die Verkäuferin, die dich inzwischen erkennt und kurz lächelt, wenn du reinkommst. Es ist nichts Großes, aber es gehört jetzt zu dir. Du hast aufgehört, alles zu vergleichen. Früher hast du gedacht, hier ist es anders, dort war es besser. Jetzt denkst du einfach, hier bin ich. Und das reicht. Die Stadt fühlt sich nicht mehr fremd an. Sie ist noch nicht ganz zu Hause, aber sie ist auch kein Fremder mehr. Mit der Zeit bekommst du ein Gefühl für den Rhythmus dieses Ortes. Wann es ruhig wird, wann die Straßen voll sind, wie die Menschen reden, wie sie sich bewegen. Du beginnst dich danach zu richten. Nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Du wirst Teil davon, ohne es zu merken. Einsamkeit ist immer noch da, ja? Aber sie ist nicht mehr diese kalte, scharfe Leere. Sie ist sanfter geworden. Manchmal ist sie sogar angenehm. Sie lässt dich denken, sie lässt dich sehen. Du gehst durch den Tag und nimmst Dinge wahr, die du früher übersehen hast. Ein Kind, das lacht. Ein älterer Mann, der Tauben füttert. Das Licht, das sich auf Fensterscheiben spiegelt. Diese kleinen Szenen tragen dich durch den Tag. Ich glaube, in diesem Moment fängt man an, die Einsamkeit nicht mehr als Feind zu sehen. Sie wird zu etwas, das man kennt. Sie erinnert dich daran, dass du allein sein kannst, ohne verloren zu sein. Dass Ruhe auch Stärke ist. Manchmal sitze ich in einem Café und schaue einfach zu. Menschen kommen und gehen. Manche reden laut, manche leise, manche gar nicht. Früher hätte ich mich dabei fremd gefühlt. Jetzt ist es anders. Ich fühle mich wie Teil einer stillen Gemeinschaft. Jeder für sich, aber doch zusammen. Vielleicht ist das das Geheimnis. Wenn du aufhörst, dich gegen die Stille zu wehren, verändert sie sich. Sie wird weich. Sie wird zu Raum. Ein Raum, in dem du wachsen kannst. Und irgendwann bemerkst du, dass du Routinen hast. Nicht geplant, einfach entstanden. Ein Lieblingsplatz im Park, ein bestimmter Supermarkt, weil du dort die Gesichter kennst. Eine bestimmte Straße, auf der du dich sicher fühlst. Diese Kleinigkeiten sind wie kleine Anker.
Sie halten dich fest in dieser neuen Welt. Es gibt Tage, an denen du plötzlich lächelst ohne Grund. Nicht, weil etwas Besonderes passiert ist, sondern weil du dich leicht fühlst. Vielleicht läuft ein Lied im Radio, das du magst. Vielleicht ist das Wetter schön. Vielleicht hast du einfach gemerkt, dass du dich nicht mehr verloren fühlst. Das ist kein lauter Moment, kein großes Ereignis. Es ist still. Aber du merkst, du brauchst nicht mehr ständig darüber nachzudenken, wie du dich fühlst. Du lebst einfach. Du funktionierst nicht nur, du bist da. Und das ist vielleicht das erste Zeichen von Ankommen. Ich glaube, in dieser Phase beginnst du dich wiederzufinden. Nicht so, wie du warst, sondern ein bisschen anders. Du bist weicher geworden, geduldiger, vielleicht auch mutiger. Du weißt jetzt, dass du mit dir selbst sein kannst, dass du Stille aushalten kannst und dass du in ihr etwas finden kannst, das dir vorher gefehlt hat. Ruhe. Diese Ruhe hat nichts mit Aufgeben zu tun. Sie ist wie ein tiefes Atmen nach einer langen Zeit des Lärms. Du musst dich nicht mehr beweisen. Du musst nicht mehr ständig verstehen, erklären, ankommen. Du bist einfach hier. Und das genügt. Manchmal begegnest du Menschen, die diese Veränderung spüren, ohne sie benennen zu können. Sie sagen vielleicht, du wirkst anders, gelassener. Und du nickst nur, weil du weißt, dass es stimmt. Nicht, weil etwas im Außen passiert ist, sondern weil sich etwas in dir bewegt hat. Die Stadt ist die gleiche, die Sprache ist die gleiche, die Menschen sind die gleichen, aber du bist es nicht mehr. Du hast aufgehört, ständig nach einem Gefühl von Zugehörigkeit zu suchen. Du lässt es kommen, wenn es kommt. Und das verändert alles. Ich glaube, dieser Moment, in dem die Einsamkeit leiser wird, ist der Moment, in dem sie ihre Rolle erfüllt hat. Sie hat dich gezwungen, hinzusehen, dich kennenzulernen, Geduld zu lernen. Und wenn du das geschafft hast, bleibt sie nicht mehr als Schmerz, sondern als Erinnerung. Du weißt, dass sie wiederkommen kann, an neuen Orten, in neuen Situationen. Aber du hast gelernt, dass sie nichts zerstört, dass sie nur Raum schafft. Raum für Neues, für Begegnungen, für dich selbst. Und genau das ist der Punkt, an dem du beginnst, das Leben wieder zu mögen. Nicht, weil es perfekt ist, sondern weil es wieder deins ist. Du spürst, dass dieses neue Kapitel Form annimmt. Es ist noch im Werden, aber du siehst die Linien. Einsamkeit war der Anfang, aber jetzt ist sie nur noch eine Farbe in einem größeren Bild. Eine leise, aber wichtige. Und das Schöne ist, du brauchst sie nicht mehr zu fürchten. Sie ist Teil deines Weges geworden und das macht sie friedlich. Am Ende, wenn du zurückblickst, merkst du, dass Einsamkeit nicht nur über das Fehlen von Menschen spricht. Sie erzählt etwas über dich, über das, was du brauchst, was du suchst und was du eigentlich schon in dir hast. Am Anfang fühlt sie sich an wie ein Bruch, als wäre etwas verloren gegangen. Aber irgendwann beginnst du zu verstehen. Sie war nie nur Leere, sie war ein Spiegel. Sie hat dir gezeigt, wer du bist, wenn alles Vertraute wegfällt. Du lernst, dich selbst zu hören. Ohne Stimmen um dich herum, ohne Ablenkung. Nur du, deine Gedanken, deine kleinen Routinen. Manchmal unbequem, manchmal schön. Du beginnst zu merken, was dir wirklich fehlt und was du vielleicht gar nicht brauchst. Ich glaube, Einsamkeit ist wie ein Lehrer, der wenig redet, aber viel zeigt. Sie zwingt dich, langsamer zu werden, hinzusehen. Nicht nur auf das, was du verloren hast, sondern auf das, was bleibt. Und das ist oft mehr, als man denkt. Man fängt an, Dinge anders zu sehen. Menschen, Gespräche, Nähe. Alles bekommt ein anderes Gewicht. Ein ehrlicher Blick bedeutet mehr. Ein kurzes Gespräch auf der Straße kann dich den ganzen Tag begleiten. Du wirst empfänglicher für kleine Gesten, für echte Momente. Und irgendwann, wenn du wieder Menschen um dich hast, spürst du, du hörst anders zu, du redest anders, du suchst keine Ablenkung mehr, sondern Verbindung. Du weißt jetzt, wie sich Stille anfühlt und genau deshalb schätzt du Worte mehr. Ich erinnere mich an den Moment, als ich das erste Mal dachte, ich bin nicht mehr einsam. Nicht, weil plötzlich viele Menschen da waren, sondern weil ich mich selbst wiedergefunden hatte. Ich konnte allein sein, ohne mich allein zu fühlen. Und das war neu. Vielleicht ist das die größte Veränderung. Du suchst nicht mehr ständig nach einem Ort, an dem du hingehörst. Du trägst ihn in dir. Egal wo du bist, du weißt, du kannst dich einfügen, dich öffnen, dich verbinden. Einsamkeit hat dich weicher gemacht und stärker. Sie hat dich gezwungen, ehrlich zu werden, mit dir selbst, mit deinen Grenzen, mit deiner Sehnsucht. Und wenn du das einmal erlebt hast, gehst du anders durchs Leben. Du erkennst die Menschen, die dasselbe fühlen. Du merkst, wann jemand leise kämpft.
Und manchmal reicht ein Lächeln, um etwas davon leichter zu machen. Das Leben in einem neuen Land ist nie nur ein Neustart. Es ist ein Spiegel, der dich anders zeigt. Es ist, als würdest du eine neue Version von dir kennenlernen. Eine ruhigere, aufmerksame, vielleicht sogar mutigere. Und wenn du irgendwann beginnst, neue Verbindungen zu spüren, sei es mit einem Ort, mit einer Person oder einfach mit dir selbst, dann merkst du, diese Zeit war nicht nur schwer, sie war auch wichtig. Ohne sie hättest du vieles nicht verstanden. Ich glaube, das ist das, was Einsamkeit uns am Ende lehrt. Sie ist kein Zeichen von Verlust, sondern von Tiefe. Sie zeigt, dass du fühlen kannst, dass du suchst, dass du wächst. Und sie bleibt ein Teil von dir, aber nicht mehr als Schmerz, sondern als Erinnerung daran, wie weit du gekommen bist. Wenn du jetzt zuhörst und vielleicht selbst in dieser Phase bist, mitten in einer neuen Stadt, mit neuen Menschen, neuen Worten, dann möchte ich dir sagen, es wird leichter. Nicht sofort, nicht plötzlich, aber langsam, mit jedem Tag. Und eines Tages wirst du merken, dass du lächelst, ohne es zu planen. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Es bedeutet mir viel, diesen Weg mit dir zu teilen, auch wenn es nur in Gedanken ist. Wenn du magst, lass mich wissen, wie du diese Zeit erlebt hast. Ob du ähnliche Momente hattest oder schreib, worüber du das nächste Mal gerne sprechen würdest. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, vergiss nicht, sie zu teilen oder zu abonnieren. So einfach, so still, aber vielleicht erreicht sie dann jemanden, der genau das gerade hören muss. Bis bald und bleib geduldig mit dir. Alles, was du suchst, wächst schon leise in dir.